Wie baut man eigentlich eine Mandoline? Eigentlich kann ich auf professioneller Ebene nicht erklären, wie man eine Mandoline baut, denn ich habe das Handwerk eines Mandolinenbauers nicht gelernt. Ich hatte einmal die Möglichkeit, bei einer Opernaufführung die Mandoline zu spielen und wollte mir daraufhin meine eigene Mandoline bauen. 2 sind es aus dieser Motivation heraus schließlich geworden. Man kann die beiden Instrumente passabel spielen und sie klingen meiner Meinung nach auch gar nicht schlecht. Anleitungen zum Bau einer klassischen Mandoline, auch neapolitanische Mandoline oder Rundmandoline genannt, sind im Netz rar. Daher habe ich sie nach meiner eigenen Methode gebaut. Einige Tipps habe ich mir bei einem befreundeten Gitarrenbauer geholt. Bei der restlichen Arbeit habe ich mich auf mein tischlerisches Geschick und mein holztechnologisches Wissen verlassen. Wobei ich zugeben muss, dass besonders ein Arbeitsschritt, nämlich das Knicken der Decke, auf Versuch und Irrtum aufgebaut war. Welche Tricks bei diesem Arbeitsschritt gelernte Mandolinenbauer anwenden, weiß ich nicht. Nach etlichen Versuchen habe ich es aber dann eben doch auf die Reihe gebracht, aber dazu später mehr. Der Bau des Korpus oder auch Muschel genannt, war hingegen viel einfacher als gedacht. Aber bevor wir an die einzelnen Bauschritte gehen, möchte ich den Aufbau und die einzelnen Teile einer Rundmandoline erklären. Der Korpus ist aus Holzspänen aufgebaut. Diese Späne sind, Orangenspalten vergleichbar, aneinandergereiht und werden üblicherweise abwechselnd aus 2 unterschiedlichen Hölzern hergestellt. Bei anderen Modellen sind die Späne aus gleichem Holz gefertigt, dafür sind dazwischen dünne Furnierstreifen eingeleimt, um den spaltenartigen Aufbau der Muschel zu betonen. Der Korpus wird oben durch einen eingeleimten Oberklotz und unten durch einen Unterklotz abgeschlossen. Der Unterklotz ist notwendig, um den Saitenzug in den Korpus zu leiten. In etwa 700 Newton ziehen die Saiten. In den Oberklotz wird der Hals eingezapft. Die Kopfplatte wird schräg auf den Hals geklebt. Die Decke ist geknickt und ist üblicherweise durch 2 Balken, die oberhalb und unterhalb des Schalllochs sitzen, verstärkt. Der untere Bauch des Korpus ist durch eine Kappe abgedeckt. Die obersten, üblicherweise breiten Späne des Korpus sind durch Reifchen verstärkt, um ausreichend Klebefläche für das Aufleimen der Decke zu schaffen. Das Griffbrett wird auf den Hals aufgeleimt und trägt die Buntstäbchen. Die Saiten liegen bei der Kopfplatte auf dem Sattel und auf der Decke auf dem Steg auf. Die Saiten werden unten am Korpus durch einen Saitenhalter gehalten und oben durch eine Mechanik bzw. einzelne Wirbel gespannt. Schauen wir der Vollständigkeit halber auch noch von oben auf eine Mandoline, so sieht man den birnenförmigen Korpus. Ober- und Unterklotz sowie Kopfplatte und Hals haben wir schon besprochen. Der Knick der Decke liegt etwas knapp unterhalb der Mitte des Korpus. Unterhalb des Schalllochs befindet sich der Schlagschutz. Häufig sind Schlagschutz und Rosette aus Schild, Holz und Perlmutt aufwendig verziert. Da die Decke nur im oberen flachen Teil durch die Seiten belastet wird, finden sich in diesem Bereich die beiden Deckenbalken. Von oben gesehen sieht man, wie die Reifchen die Wand der Muschel verstärken, um die Klebefläche zwischen Korpus und Decke zu vergrößern. Seitlich wird die Decke durch sogenannte Randeinlagen abgedeckt. In das Griffbrett sind die Griffbrett-Inlays und die Buntstäbchen eingelassen. Zwischen Kopfplatte und Griffbrett ist der Sattel eingeklemmt. Der Steg wird lose auf die Decke aufgesetzt und wird durch den Saitenzug auf die Decke gedrückt. Saitenhalter und Mechanik mit den einzelnen Wirbeln für Stimmen der Saiten werden ganz am Schluss montiert. Aus welchen Materialien ist das Instrument eigentlich aufgebaut? Wie bei fast allen Zupf- und Streichinstrumenten besteht auch bei der Mandoline die schwingende und damit im wahrsten Sinne des Wortes tonangebende Decke aus Fichtenholz. Feinjährige, fehlerfreie, zentrisch gewachsene Erdbloche mit möglichst wenig Drehwuchs werden dafür verwendet. Der Stammanlauf bis etwa 1 Meter, 1,30 Meter Höhe ist nicht geeignet. Gefällt wird üblicherweise bei Tonholz im Winter.
Wichtig ist, dass das Deckenmaterial aus dem Stamm gespalten wird, denn nur so kann ein absolut gerader Faserverlauf im Deckenmaterial garantiert werden. Entgegen gewöhnlichen Schnittholz wird Tonholz nicht technisch, sondern sehr schonend und langsam durch Freilufttrocknung getrocknet. Das Material sollte einige Jahre im Innenraum liegen, bevor man es weiterverarbeitet. Gleichgültig, welches Instrument später aus dem Deckenmaterial hergestellt wird, die Deckenhölzer werden üblicherweise paarweise aus dem Stamm gespalten. Der gewonnene Keil wird nochmals geteilt und die beiden Teile bilden die linke und rechte Seite der Decke. Dabei werden die beiden Deckenteile zueinander gestürzt. Im Bereich der Mittelfuge sind die Deckenteile dicker, am Rand laufen sie keilförmig aus. Für Instrumente mit mehr oder weniger geraden Decken, wie die Gitarre oder Mandoline, mit einheitlicher Deckenstärke bedeutet das geringere Holzausbeute und viel Hobelarbeit. Bei der amerikanischen Mandoline und bei Streichinstrumenten wie bei der Violine ist die größere Materialstärke in der Mitte hingegen zwingend notwendig, da die Decke nach außen gewölbt ist und aus dem Vollen geschnitzt wird. Dadurch, dass die Decken zueinander gestürzt werden, ergibt sich für die linke und rechte Seite der Decke quasi ein identisches Jahrringmuster, da die zwei Oberflächen im Baum ja unmittelbar aneinander angrenzen. Die Anordnung des Deckenmaterials im Instrument sieht nicht nur hübsch aus, sondern macht auch technologisch meiner Ansicht absolut Sinn. Die Jahrringbreite nimmt vom Mark zur Rinde hin ab. Auch der Mikrofibrillenwinkel, also die spiralige Anordnung der Zellulose in den Zellwänden, nimmt vom Mark zur Rinde ab. An dieser Stelle möchte ich auf ein anderes Video von mir verweisen, in dem die Mikrostruktur des Holzes besprochen wird. Der E-Modul und die Festigkeit des Holzes ist folglich nahe der Rinde signifikant höher als im marknahen Bereich. Die feinen und damit stabilsten Zellen befinden sich damit in der Mitte der Decke. Das Material im Zentrum der Decke ist folglich sowohl aus mechanischer als auch aus akustischer Sicht besonders für die notwendigen Aufgaben geeignet. Ich habe keine Ahnung, welche Hölzer italienische Mandolinenbauer für Unter- und Oberklotz verwenden. Ich habe Erlenholz verwendet. Erle habe ich auch für die Reifchen verwendet. Aus Ahorn habe ich Hals- und Kopfplatte sowie die hellen Späne der Muschel gefertigt. Ebenfalls aus Ahorn bestehen die Adern der Randeinlagen und Teile der Rosette. Für die dunklen Späne, die Kappe, die dunklen Adern der Randeinlagen und den Schlagschutz habe ich heimisches Nussholz verwendet. Pflaumenholz ist sehr dicht und fest und neben Ebenholz, was klassisch als Griffbrett verwendet wird, als Material für das Griffbrett geeignet. Den Sattel habe ich aus einem Stück Knochen gefertigt und den Steg ebenfalls aus Pflaumenholz. Die beiden Deckenbalken werden im Übrigen ebenfalls aus Fichte hergestellt. Sonst benötigt man noch einen guten Leim. Instrumentenbauer verwenden gern Titebond Glue, Hautleim, Pergament für die Verstärkungen der Muschel, schmale Buntstäbchen, Perlmutteinlagen für den Griffbrett-Inlays, Mechaniken und einen Seitenhalter mit entsprechenden Schrauben. Zum Biegen der Späne braucht man ein Biegeeisen. Insgesamt kommt man mit relativ wenig Werkzeug aus. Wirklich wichtig ist, dass die Schneiden der Werkzeuge wirklich scharf sind, denn man arbeitet fast ausschließlich im Zentelmillimeter-Bereich. Für die verschiedenen Hobelarbeiten braucht man einen Putzhobel und einen kleineren Hobel, um zum Beispiel die Deckenbalken auszuhobeln. Ein Satz guter Stemmeisen und scharfe Handsägen machen die Sache eigentlich fast schon komplett. Band- und Kreissäge sind für einige Arbeitsschritte praktisch, aber nicht unbedingt notwendig. Restliches Werkzeug wie Hammer, Schraubenzieher, Skalpell, Bohrmaschine und Holzbohrer wird jeder besitzen, der ein solches Projekt starten will. Fangen wir mit der Muschel an. Echte Mandolinenbauer verwenden dafür eine Schablone, von der sie die Form für die Späne abbausen und auf die sie dann diese Späne aufziehen. Ich habe meine Muschel aber frei gebaut. Die Form der Späne habe ich von einer neapolitanischen Mandoline mit Fettpapier abgebaust und diese mit etwas Überstand aus dem jeweiligen Holz ausgesägt. Die Späne werden auf der Innenseite leicht mit Wasser benetzt und dann mit dem Biegeeisen in Form gebracht. Um die richtige Krümmung zu kontrollieren, habe ich ebenfalls die vorhandene Mandoline verwendet. Daher ist mein Korpus etwa um 3 mm größer als das Instrument, das ich als Vorlage verwendet habe, da die Späne in etwa 1,5 mm stark sind.
Nach dem Biegen schleift oder hobelt man die Späne einfach eben. Da die Kanten der einzelnen Späne in einer Ebene liegen müssen, ist es nicht schwierig, diese so hinzubekommen, dass sie zueinander passen. Eine einfache Kontrolle, ob die Kanten exakt gehobelt sind, führt man durch, indem man die zwei Späne zueinander hält und gegen eine Lichtquelle richtet. Damit sieht man sofort, ob noch ein Lichtspalt zwischen den beiden Holzteilen besteht. Wenn ja, müssen die beiden Teile nochmals auf Schleifpapier oder auf den Hobel. Nachdem eine Kante mit Leim benetzt ist, lassen sich die Späne mit Tesa-Crepe aneinanderfügen. Klebt man 2 oder 3 Klebstofffilme übereinander, kann man die Zugkraft damit ordentlich erhöhen und so die Späne mit ausreichender Druckkraft zusammenhalten. Mandolinenbauer, die mit einer Form bauen, kleben den Ober- und Unterklotz gleich beim Zusammenfügen der Späne in die Muscheln. Ich habe die beiden Teile nachträglich eingeklebt. Das war eventuell etwas aufwendiger, da die Innenform erst einmal kopiert werden musste, hat aber klaglos funktioniert. Dennoch würde ich noch ein Instrument bauen, ich würde eine Schablone verwenden. Nach dem Einkleben des Oberklotzes habe ich eine Nut herausgeschnitten, in die später der Hals eingesetzt wurde. Genauso wurde der Unterklotz in die offene Muschelform geklebt. Das war übrigens deutlich einfacher als beim Oberklotz, weil man dort deutlich besser und einfacher Schraubzwingen ansetzen kann, um den Unterklotz gegen die Muschel zu pressen. Als nächstes ging es an die Herstellung der Reifchen. Dafür werden kleine Leisten einseitig mit dem Hobel angefasst. Nachfolgend sägt man im Abstand von einigen Millimeter die Leisten quer ein, so dass unter der Schnittfuge nur etwa ca. 1 mm Material stehen bleibt. Damit lassen sich die Reifchen nachfolgend leicht wie ein Furnierstreifen in Form biegen und mit der Muschel verkleben. Dann wird die gefügte Decke eben gehobelt. Ich glaube, die Endstärke meiner Decken liegen außen bei etwa 1,8 mm. In der Mitte sind sie einige Zehntel dicker. Mit einem Skalpell, Stemmeisen, einem kleinen Nuthobel und einer Oberfräse habe ich die Rosette und die Fläche für den Schlagschutz ausgehoben. Für eine höhere Stabilität beim Biegen der Decke habe ich das Schallloch erst nachher ausgefräst. Dann kam der schwierigste Arbeitsschritt, das Biegen der Decke. Insgesamt 4 Decken mit aufwendig eingelegten Schlagschutz und Rosetten habe ich zerstört, bevor mir eine Decke gelungen ist. Man schneidet die Decke mit einem scharfen Skalpell ca. 40% der Stärke keilförmig ein. Um fürs Biegen Hitze ins Material zu bringen, habe ich ein 4 mm dickes Eisenlineal mit dem Bunsenbrenner auf ca. 220 bis 250 Grad erhitzt. Dieses Lineal habe ich in die ausgehobene Keilnut gepresst, etwas gewartet und dann mit sanftem Druck die Decke nach unten gebogen. Für eine bessere Darstellung habe ich den Vorgang hier umgedreht, also von unten dargestellt. Ähnlich wie die Leisten für die Reifchen werden die Deckenbalken zurechtgehobelt. Allerdings werden diese auf beiden Seiten angefasst und an den Enden abgeschrägt. Die Oberseite der Deckenbalke ist leicht gewölbt, um die Decken leicht sphärisch zu verformen und nach oben zu wölben. Mit dem Knick und der Wölbung wird die dünne Decke auch ohne Korpus erstaunlich steif. Dann habe ich das ovale Schallloch ausgeschnitten bzw. ausgefräst. Der Hals mit der schräg angeschäfteten Kopfplatte wird in den Oberklotz eingesetzt. Für eine Verstärkung der Klebfuge der Muschelspäne werden diese innen mit Pergamentstreifen beklebt. Dafür wird der Korpus einfach mit heißem Hautleim bestrichen und die Pergamentstreifen festgedrückt. Dann wird die Decke aufgesetzt. Für das Niederklemmen habe ich wieder Tesafilm verwendet. Dann wird die Kappe aufgesetzt. Rund um den Korpus wird für eine Randeinlage bestehend aus 3 Furnierstreifen eine Nut ausgehoben und die Randeinlage eingeklebt. Das Griffbrett wird zurechtgehobelt und auf Hals und Korpus gesetzt. Die Oberfläche des Griffbretts sollte eine schwache Wölbung nach außen hin aufweisen, um so zu verhindern, dass beim Spielen die Saiten an einem der oberen Buntstäbchen ankommen und damit störend schnarren. Die Perlmuttknöpfe für die Griffbrett-Inlays werden beim 3., 5., 7. und 10. sowie 12. Bund ins Griffbrett eingesetzt. Die Buntstäbchen werden in dünne Nuten eingeschlagen. Für die Nut schneidet man das Griffbrett einige Millimeter tief ein. Die Buntabstände zeichnet man sich zuvor auf dem Griffbrett ein.
Dass eine Mandoline doppelchörig bespannt ist, muss ich für diejenigen, die bis hierher durchgehalten haben, wohl hoffentlich nicht erwähnen. Die Stimmung G, A, D, E, gleich wie bei der Violine ebenfalls nicht. Die Mensur, also die Länge der freischwingenden Saite, liegt bei der Mandoline zwischen 32 und 35 cm, also zwischen Geige und Bratsche. Die Bundabstände ergeben sich aus einem Faktor 17,817. Die Mensur ist jeweils durch diesen Faktor zu dividieren, um die Bundabstände zu erhalten. Für eine Mensur M0 von zum Beispiel 340 mm ergibt sich durch diesen Faktor ein Bundabstand L1 von 19,08 mm. Drücken wir die Saiten am ersten Bund nieder, schwingen diese wiederum auf der neuen Mensur M1 von 340 weniger 19,08 ist gleich 320,92 mm frei. 320,92 geteilt durch den Faktor 17,817 ergibt 18,01 mm für den zweiten Bundabstand L2. Die Restmensur M3 beträgt dann am zweiten Bund 302,91 mm und so fort. Aber von wo kommt dieser Faktor 17,817? Ganz einfach, eine Saite der halben Saitenlänge schwingt um eine Oktav höher. Damit ergeben sich für 12 Halbtonschritte die 12. Wurzel aus 2, also 1,059463 und so weiter. Um die neue Mensur am ersten Bund auszurechnen, müssen wir die vorangehende Mensur durch 1,059463 dividieren. Bei unserem Beispiel ergibt das bei einer Mensur M0 von 340 mm eine Mensur M1 gleich wie vorher von 320,92 mm. M0 weniger M1, also 340 weniger 320,92 ergibt für den ersten Bundabstand L1 19,08 mm. Dividieren wir also 340 durch 19,08, erhalten wir den Faktor 17,817. Dieser kommt folglich von der 12. Wurzel aus 2. Wenn nun die Bundabstände festgelegt sind und alle Bundstäbchen eingeschlagen sind, dann fehlen nur noch der Saitenhalter und die Mechanik, um auf dem Instrument erstmal spielen zu können. Die Oberfläche meiner Instrumente habe ich im Übrigen mit Schellackpolitur versehen. Wie man dabei vorgeht, das wäre wiederum ein eigenes Video wert.